Hallo meine lieben Freunde von altem Playmobil. Heute geht es um Lizenzthemen. Medienproduktionen, Film- und Comiclizenzen, Filmautos und Sammelautos. Ich zeige euch keine vollständige Sammlung, sondern nur einzelne Sets von einigen Themen, die ich mir zur Seite gelegt habe. Wir beginnen mit den Medienproduktionen von Playmobil. Bereits im allerersten Katalog von 1974 waren 3 Comics zu allen 3 Spielwelten enthalten. 1977 kamen 2 Comicbände von Rainer Willingsdorfer heraus. Das ist der Grafiker, der das Playmobil-Logo entworfen hat. Den ersten Comicband mit 52 Seiten gab es 1977 als Belohnung für ein Preisausschreiben. Nach dem zweiten Band wurde die Serie auch schon wieder eingestellt. Was suchen die Bleichgesichter in der Erde unserer Väter? Ich denke, sie graben das Kriegsbeil aus. Comics sind bis heute ein wichtiger Bestandteil im Playmobil-Magazin, das jeden Monat mit einer neuen Sammelfigur erscheint. 1987 startete beim Hörbuchverlag Europa die Hörspielserie Professor Mobilux und Patrick F. Patrick mit 16 Folgen in 3 Staffeln. 1990 wurde die Serie überraschend abgebrochen. 1987 kamen die Hauptdarsteller Professor Octavius Mobilux und sein Assistent Patrick F. Patrick als Doppelfigurenpackung heraus. Das waren die ersten Playmobil-Figuren von richtigen Personen aus einer Medienproduktion. Mobilux mit seinem goldenen Zwicker, Patrick mit den vielen Sommersprossen und der schnauzbärtige Mexikaner Pedro Juan Maria Movimento aus dem Banditenset von 1988. Hier mit dem richtigen neuen weißen Sombrero, den mir Klaas geschickt hat. Vielen Dank dafür. Seit 2017 gibt es die Hörspielserie mit den Playmos, inzwischen bereits mit 90 Folgen. Das französische Videospielunternehmen Ubisoft hat 1999 3 Computerspiele im Playmobil-Stil herausgebracht. Das bekannteste war Hype, The Time Quest. Es gab zwar schon 1997 den Königssohn mit dem Lilienwappen, aber der richtige Ritter Hype kam 2003 als Special-Einzelfigur heraus. Hier sind 2 Gratis-CDs mit Computeranwendungen von 2008 und 2009. Besonders schön sind die Playmobil-Kurzfilme auf den Gratis-DVDs, die seit 2010 erschienen sind. Alle sind auch auf dem offiziellen Playmobil-YouTube-Kanal zu finden. 2014 wurde Playmobil als Fernsehserie umgesetzt. Die französisch-deutsche Computeranimationsserie Super 4. Die erste Ausstrahlung war am 1. August 2014 in Frankreich, am 3. September in Italien. In Deutschland startete die Serie am 27. April 2015. Erst viel später, Mitte September 2015, kamen die passenden Sets zu dieser Serie heraus. Die Zeichentrickfiguren hatten kaum eine Ähnlichkeit mit dem klassischen Playmobil. Deshalb mussten neue, passende Figuren herausgebracht werden. Mit extra schmalen Körpern und überlangen Gliedmaßen, comicartig gedruckten Gesichtern und kugelrunden, eng am Kopf anliegenden Frisuren, auch bei den Standardfiguren. Die Hauptfiguren sind der Ritter Alex, die Fee Brilli oder Twinkle, die Piratin Ruby und der Geheimagent Jean. Hier ist noch Prinzessin Leonore und die dicke Königswache Sir Ulf. Ich habe von dieser Serie nur das Turnierset mit Ritter Alex. Neben der besonderen Tribüne ist noch ein alter Thron von 75 und 2 Rundschilde von 87 dabei.
am Pferd Sir Garrett und König Kenric mit seiner goldenen Teekanne. Jetzt kommt der Kinofilm von Playmobil. Der französische Computeranimationsfilm kam am 29. August 2019 in die Kinos. Technisch perfekt gemacht, mit hervorragenden Schauspielern und Sprechern. Daniel Radcliffe sprach im Original Rex Dasher. Bereits im Februar 2019 wurde der Film mit dem vollständigen Sortiment und mit der Handlung im Katalog vorgestellt. Für die Aufkleber aus den Sammelfigurentüten gab es ein kleines Heft gratis im Handel. Viele Spielwelten und Teile kamen einem bekannt vor, aber der Film hatte einfach zu wenig Bezug zum klassischen und zum aktuellen Playmobil-Sortiment. Das große Aufkleberalbum gab es vom Blue Ocean Verlag am 24. August 2019 als Beilage zu einer Film-Sonderausgabe des Playmobil-Magazins. Für 160 Sticker auf 32 Seiten. Der Film konnte weder Fans noch Neueinsteiger richtig begeistern. Die Figuren hatten eine normale Form mit aufgedrucktem Zeichentrickgesicht. Als einzigen Bezugspunkt zum alten Playmobil gab es Robitron, eine Neuauflage des klassischen blauen Space-Roboters von 1993, ohne Werkzeug und mit nur einer geraden Antenne. Ich habe hier die alte Originalpackung. Als einzige bekannte aktuelle Lizenz gab es den ferngesteuerten Elektro-Porsche vom Geheimagenten Rex Dasher. Die Hauptfigur gibt es in diesem netten Set. Mara Brenner kommt in der Westernwelt zum Wegweiser mit den Geiern aus dem Banditenset. Sie sucht ihren Bruder, der sich als Wikinger verwandelt hat. In der Umhängetasche Piratenmünzen von 78. Ein sehr schönes neues Set vom Film ist der Imbiss-Lastwagen von Dale, mit dem es rasant durch die Spielwelten geht. Viel Zubehör und eine tolle Inneneinrichtung. Hinten links eine Duschkabine, am Boden der alte Werkzeugkasten von 75. Als nächstes Set zeige ich euch die Arena von Kaiser Maximus in Konstantinopolis. Ich habe mir das Set nur gekauft, weil ich die Säulen und Statuen für den griechischen Tempel gebraucht habe. In der Arena gibt es den Zweikampf mit dem Schwarzen Ritter. Säulenbogen und Statuen sind aus der Römerarena von 2006. Im Jahr 2017 begann Playmobil mit den Filmlizenzen. Das bis heute sehr beliebte Drachenzähmen leicht gemacht war die zweite Filmreihe nach den Ghostbusters. Es gab damals schon die ersten 2 Computeranimationskinofilme von 2010 und 2014 über den Wikingersohn Hicks, der das Drachenzähmen gelernt hat. Mitte August 2017 gab es 7 neue Sets, das Wikingerdorf Berg, 3 Drachen, Silberpfeil mit Astrid und ohne Zahn mit Hicks, 2 Katapulte und den Bösewicht Drago mit Drachen und Wikingerschiff. Die Figuren hatten spezielle Körperteile. Der Häuptlingssohn Hicks mit seiner Beinprothese, sein Vater Hau drauf, eine Dickbauchfigur mit langem Kleid, der Dorfschmied Grobian mit Holzfuß und Armkeule und Daphnos hat einen Fluganzug mit Drachenstiefeln. Auch aus dieser Spielwelt habe ich nur ein einziges Set. Den schlauen Häuptlingssohn Hicks mit seinem Flammenschwert und dem Drachen ohne Zahn mit dem roten Schwanzruder. Hicks hat einen Drachenfliegeranzug und ohne Zahn kann Plasmablitze spucken. Als nächstes neues Lizenzthema kamen Ende September 2018 die ersten 7 Sets zur Zeichentrickserie Spirit, wild und frei heraus. Es wurden wieder die langgezogenen Comicfiguren verwendet mit neuen Cowboystiefeln. Der Mustang Spirit ist ein neues Pferd, auf dem die Figur ohne Sattel reiten kann.
In dieser Spielwelt sind Pferde und Western wunderbar miteinander kombiniert. Die Charaktere werden von den Playmobil-Figuren überraschend gut dargestellt. Die überschlanken Figuren mit ihren langgezogenen Gliedmaßen kennen wir ja schon von Super 4. Der Sitzmechanismus hat eine gebogene Feder. Die Gesichter sind aufgedruckt und die Haare sind aus weichem Gummi, innen mit einem großen Stecker, damit sie halten. Die Figuren haben unterschiedliche Beine, mit Reitstiefeln, Strumpfhosen und mit langen Hosen. Marisela hat einen übergestülpten Rock aus Gummi. Die 3 Hauptfiguren, Lucy Prescott, Prue Granger und Abigail Stone, haben ihre eigenen Pferde, Spirit, Ciccalinda und Boomerang. Sie waren mit 3 verschiedenen Pferdeboxen, mit Namensschild, Umzäunung und Zubehör erhältlich. Die Pferdeboxen haben eine Grundfläche aus Stroh, einen Torbogen mit Tür zum Öffnen, das Gatter ist mit einer Kette zugesperrt. Die Boxen können in einer Reihe aneinander gesteckt werden. Die unbeliebte Marisela Gutierrez war eine Einzelfigur. Die einzige mit einer eigenen Packung. Besonders malerisch ist das Westernhaus von Miradera, in das die 12-jährige Lucy Lucky mit ihrem Vater einziehen muss. Die vollständige Kücheneinrichtung ist dabei. Das Schlafzimmer musste man sich als Extraset kaufen. Luckys Haus ist ein Westernholzhaus mit einer schön gestalteten Veranda, mit einem Erker, einem Turm und einem hohen verzierten Giebel. Die wunderschöne Fassade ist von hinten perfekt bespielbar. In der Küche sehen wir Tante Cora. Die Einrichtung besteht aus Tisch, Schrank, Kasten, Spüle und dem Herd aus dem Puppenhaus von 89. Auf den 4 Haltern gibt es nur 3 Rührer. Wir haben 3 Haustiere und in die Grundplatte ist eine Kellerluke für Vorräte eingelassen. Über die Treppe kommt man hinauf ins Obergeschoss mit dem Schlafzimmer. Lucky hat hier ihren Schminktisch, einen großen alten Kleiderschrank, das Doppelbett, eine Kiste mit Erinnerungsstücken, eine Sitzecke und an der Wand das Foto ihrer verstorbenen Mutter. Am Turmspitze ist eine schöne Wetterfahne mit einem Pferd. Luckys Vater kommt in einem eigenen Set vor, mit einem Pferdewagen voll beladen mit dem Umzugsgepäck in den Wilden Westen, wo er seinen Job beim Eisenbahnbau beginnen muss. Vom Western geht es jetzt in die Bergwelt. Mitte August 2020 kam die Zeichentrickserie Heidi als Playmobil-Spielwelt heraus. Das größte Set ist die Almhütte. Tante Dete bringt das Waisenkind Heidi zum Großvater, weil sie als Dienstmädchen nach Frankfurt ziehen muss. Die schöne, stabile Almhütte enthält viel Zubehör und ist von hinten durch das halboffene Dach gut bespielbar. Der alte Almhöhi lebt einsam in seiner Hütte und ist zuerst wenig begeistert, als Dete die lebenslustige Heidi zu ihm bringt. Hier ist er mit dem Hund. Heidi schläft unter dem Dach vor dem runden Fenster im Heu. Es gibt eine gut gefüllte Speisekammer und den Bernhardiner Josef. Der Almöhi kümmert sich fürsorglich um seine Enkelin. In diesem Set gibt es Heidis Freundin Clara im Rollstuhl, Herrn Sesemann und Fräulein Rottenmeier aus Frankfurt. Als nächste Zeichentrickserie kommen wir jetzt zu Scooby-Doo mit der sprechenden Dogge und seinem Herrchen Shaggy Rogers auf Geisterjagd. Ich habe aus dieser Spielwelt wieder nur ein einziges Set mit den Hauptfiguren und mit viel Zubehör, hier mit einem lustigen Leintuchgespenst. Beim Set ist eine Hundeleine dabei, mit der Shaggy Scooby-Doo führen kann.
Shaggy hat seinen typischen aufgedruckten Kinnbart. Er ist einer der 4 Detektive aus der Zeichentrickserie. Die Figur hat ein aufgedrucktes T-Shirt und lässige weite Hosen. Die deutsche Dogge Scooby-Doo ist eine perfekte Nachbildung aus der Zeichentrickserie mit toller Bedruckung, Halsband und Hundemarke mit Initialen. Der Hund kann mit seinen beweglichen Gliedmaßen alleine stehen. In den Vorderpfoten gibt es 2 Halter für Werkzeug. Als Belohnung für die gelösten Detektivfälle mit den enttarnten Gespenstern gibt es eine Packung Hundefutter. Shaggy bekommt natürlich seinen geliebten Hamburger, den er in die Hand nehmen kann. Beim Set ist auch eine transparente Standplatte für die Figuren dabei, mit der Scooby-Doo besser stehen kann. Mit den langen, beweglichen Beinen ist es natürlich immer noch etwas wackelig. Zu jedem Gespenst in der Scooby-Doo-Serie gehört eine transparente Karteikarte mit einem Aufkleber. In dieser Packung haben wir als Gespenst die Figur vom Zauberer Bluestone the Great, der sich mit einem Leintuch als Gespenst verkleidet. Besonders interessant sind hier die ausgebreiteten Arme. Für eine Playmobil-Figur ist es ja sonst unmöglich, die Arme seitlich auszustrecken. Auf dem Kopf kommt eine Haube mit Sehschlitzen. Mit dem hinteren Schleier wird das Loch am Rücken der Verkleidung elegant abgedeckt. In der Packung gibt es noch mehr Material. Beim Set sind 3 Sammelaufkleber von allen 3 Figuren dabei. In der schön gestalteten Bauanleitung wird das Sortiment vorgestellt. Hier sehen wir die Mystery Machine, den Van der 4-köpfigen Detektivgruppe mit Scooby-Doo. Es gab eine Sammelfigurenserie mit den vielen verschiedenen Gespenstern und auch Scooby-Doo gab es in Einzelfigurenpackungen mit verschiedenen Verkleidungen und Werkzeug. Bei den Sammelfiguren waren immer auch Aufkleber dabei, die auf einem Poster gesammelt werden konnten. Am 8. September 2021 kam das Raumschiff Enterprise heraus. Das teuerste Playmobil-Set aller Zeiten hatte bereits nach wenigen Monaten einen starken Preisverfall. Das niedrigste Angebot habe ich im Playmobil Funshop in Zirndorf gefunden. Ich habe das Set bis heute noch nicht ausgepackt, weil ich einfach keinen Platz zum Aufstellen habe. In der Originalverpackung kann man es einfach besser lagern. Auf der Packungsrückseite gibt es 3 Fotos aus der Originalserie. Diese wurde ja bereits vor der Mondlandung abgesetzt und war schon in den 80er Jahren ein legendärer Klassiker aus dem Nachmittagsprogramm. Die Verpackung ist sehr aufwendig gestaltet, in der gediegenen schwarzen Grundfarbe für erwachsene Sammler. Das Modell ist mit Lichteffekten ausgestattet und kann originale Töne und Dialoge abspielen. Es gibt auch eine App mit einer 3D-Anwendung. Wie beim Baukran und der Pyramide kann man den Deckel der Packung aufklappen. Darunter gibt es weitere Abbildungen der Funktionen und Sichtfenster mit einigen Figuren. Die Abdeckungen von Brücke und Maschinenraum kann man entfernen. Es gibt einen Ständer in Form des Sternflottenabzeichens. Bei Platzmangel kann man das Modell auch an der Decke aufhängen. Es ist ein Typenschild zum Aufstellen dabei, das im Miniaturformat auch in der Brücke klebt. Auf der Brücke gibt es ausreichend Platz für die 7 Crewmitglieder. Es sind auch 2 Tribbles dabei. Das sind einfach die Pompons der Cheerleaderin von 2012. Im Maschinenraum hat Scotty einen Behälter für 2 Dilithiumkristalle. Es sind 7 Crewmitglieder enthalten: Scotty, Chekhov, Sulu, Captain Kirk, Spock, McCoy und Lieutenant Uhura. 4 Figuren hinter einem Sichtfenster, die anderen unter dem Karton verdeckt.
2022 kamen einige Figuren nochmals getrennt heraus. Den Wissenschaftsoffizier Mr. Spock gab es als Schlüsselanhänger. In einer Sammelfigurenpackung gab es Captain James T. Kirk mit dem Kommandostern am Abzeichen, Mr. Spock und Dr. Leonard McCoy mit dem Wissenschaftsabzeichen und Lieutenant Nyota Uhura mit dem Technikabzeichen. Spock ist die erste Playmobil-Figur mit Ohren. Die Haare sind aus weichem Gummi. Der Kopf hat das braune Standardgesicht, das ist aber aufgedruckt und der Kopf ist innen hohl. Bei Captain Kirk hingegen haben wir Augen und Mund traditionell gegossen. Lieutenant Uhura ist eine schlanke Frauenfigur mit Minirock. Sie trägt ein unrealistisches Headset. Es wäre besser gewesen, goldene Ohrringe einzuhängen. Als Werkzeuge haben wir einen detaillierten Phaser. Dr. McCoy hat einen Hydrospray, der nur sehr locker in der Hand sitzt. Der Kommunikator mit Aufkleber ist nur im großen Set dabei. Ein aktuell sehr erfolgreiches Lizenzthema ist Asterix. Es ist Anfang Juni 2022 losgegangen mit 6 Packungen. Im Juni 2023 kam die Hütte des Verleinix dazu und 3 Sets von Asterix in Ägypten. Heuer im Juli 2024 kamen noch die Sammelfiguren, 6 Figurensets, die römische Piga und das Dorf vom Römerlager. Ich habe seit meiner Kindheit kein Asterix mehr gelesen, aber bei diesen Sets werden die Erinnerungen wach. Die größten Unterschiede der Figuren sind mit Asterix als Kinderfigur und dem riesigen Obelix perfekt umgesetzt. Die Asterix-Kinderfigur hat den charakteristischen Schnurrbart, auf den tollpatschigen Füßen keine Jahreszahl aufgedruckt. Der Helm hält nur locker am Kopf. Wenn man ihn ganz aufsetzt, dann deckt er die Stirn zu tief ab. Hinten am Gürtel hängt die Flasche mit dem Zaubertrank, mit der sich Asterix bei seinen Abenteuern zwischendurch stärken kann. Hinten links am Gürtel ein Minischwert mit einer silberfarbenen Klinge. Obelix ist eine große Spezialfigur mit unbeweglichen Füßen, aber mit kräftigen Armen, die man in alle Richtungen drehen und seitlich ausstrecken kann. Die 2 Figuren sehen wir hier bei der Wildschweinjagd in einem Set. Das Wildschwein ist gegen den Baum gerannt, der umgefallen ist. Obelix sammelt das Wildschwein ein und stellt den Baum wieder auf. Es gibt noch eine Standplatte für Obelix und 2 Eichhörnchen. Im zweiten Set braut der Druide Miraculix seinen Zaubertrank. Er pflückt die Zutaten vom Baum, braut den Zaubertrank im Topf und gibt dem alten Methusalix wieder seine jugendlichen Kräfte dazu. Die 3. Figur ist der römische Spion Caligula Minus. Das größte Set von Asterix ist das gallische Dorf mit Eingangstür, Haus von Asterix und dem runden Tisch für das Dorffest mit dem großen Feuer. Asterix hat Römerhelme gesammelt und Obelix den Hinkelstein. Am Tisch mit 30 cm Durchmesser ist Platz für 18 Gallier. Am Haus von Asterix kann man das Dach mit dem Kamin abnehmen. Das Wildschwein dreht sich schon am Bratspieß. Es sind 5 Gallier beim Set dabei, die das Dorffest vorbereiten. Das Eingangstor kann mit dem Riegel abgeschlossen werden. Beim Dorf sind nur 4 Palisadenelemente dabei. Im Direktservice kann man sich Ergänzungspackungen mit weiteren 4 Palisadenelementen dazu kaufen, um das ganze Dorf ringsherum einzuzäunen. Das zweite Haus ist die Hütte von Majestix. Auf den Packungsrückseiten ist meist das Dorffest dargestellt. Majestix hat einen Häuptlingssitz mit Leiter. Er kann sich auch auf seinem Averna-Schild von 2 Galliern tragen lassen. Das Haus mit Kochstelle.
Gute Miene hat ein Wendegesicht. Sie kann zornig werden und kann ihren Ehemann mit dem Nudelholz verfolgen. Der Barde Trubadix hat sein bekanntes Baumhaus. Wie bei den anderen Hütten ist das Dach am Kamin abnehmbar. Drinnen das Bett und der Tisch. Während dem Dorffest am Ende eines jeden Abenteuers wird Trubadix natürlich immer gefesselt am Baum aufgehängt. Tefax bringt im Ruderboot ein Fass mit Zaubertrank nach Großbritannien. Er wird vom Roten Korsaren angehalten. Der Matrose im Ausguck schwenkt schon das weiße Taschentuch. Im September 22 kam der Adventskalender mit dem Korsarenschiff heraus. Das Schiff ist das Wikingerschiff von 2002 mit gestreiften Segeln und Takelage und mit einer anderen Galionsfigur. Asterix und Tefax im Beiboot. Ein Gewicht für eine stabile Schwimmlage ist dabei. Man kann den Unterwassermotor in das Gewicht hineinstecken. Bei Asterix dürfen die Römer nicht fehlen. Sie haben eine grüne Farbe und tragen blaue Schilde. Wie viele Asterix-Figuren werden auch die Römer mit Standplatte geliefert. Sie können eine Schildkrötenformation bilden und haben ein Wendegesicht, das die Spuren der Schlägerei zeigt. Es gibt auch das Anführerzelt mit den römischen Generälen Caius Bonus und Marcus Equus. Caius Bonus mit Wechselperücke, er ruht sich im Zelt aus. Das Zelt ist inzwischen bereits aus dem Sortiment gestrichen worden, bevor noch heuer das Römerlager herausgekommen ist. Es gibt nur das Lagertor, das Römerlager kann aber mit Palisadenelementen von Fort Brave von 2012 vervollständigt werden. Die Zelte habe ich mir natürlich gesichert, dass ich mindestens eines der 4 Römerlager bauen kann. Mit den Geisterjägern möchte ich den Übergang von den Zeichentricklizenzen zu den Filmautos schaffen. Die Ghostbusters waren im Mai 2017 das zweite Lizenzthema nach dem Porsche und das erste Filmthema von Playmobil. Zuerst kamen 6 Sets vom ersten Film heraus. Im August 2018 gab es 4 Sets zur Zeichentrickserie The Real Ghostbusters und 3 Figuren zu Ghostbusters 2. 2019 zum 35. Jubiläum das Ecto 1A aus dem zweiten Film und kleine und große Sammelfiguren. Hier sehen wir die Figuren mit ihrer braunen Uniform. Der Proton Pack hat einen schön gestalteten Zyklotron und ist in schwarzer Farbe. Wankman ist vollgeschleimt von Slimer. Stans mit seinem Geistersichtgerät, Spengler mit dem BKE-Meter und Winston Zedmore mit dem Protonenstrahl. In der zweiten Folge bekommen die Ghostbusters im Mittelteil des Films eine schwarze Uniform und bauen sich Schleimsprüher. Die Proton Packs haben braune Schulterhalter anstatt der ursprünglichen schwarzen, damit sie sich von den Uniformen abheben. Spengler hat das neue Multimeter aus dem zweiten Film in der Hand. Und es gibt auch den neuen Zedmore aus dem zweiten Film mit einem Schleimsprüher. Im Büro sitzt Janine Melnitz. Egon im Arztkittel untersucht Louis mit einem Nudelsieb voller Elektroden. Dana Barrett als Sul mit den 2 Terrorhunden. Die legendäre Ghostbusters Feuerwache ist eine Fassade, die nur aus 2 Wänden besteht. Sie hat 3 Stockwerke, aber kein richtiges Dach. Im obersten Stockwerk ist ganz anders als im Film das Büro eingerichtet. Janine liest die Neuigkeiten von den Ghostbusters in der Zeitung. Die Rutschstange geht vom obersten Stock ganz nach unten. Im Labor haben wir die Untersuchungsgeräte noch aus dem Operationssaal von 1985. Mit der Garageneinfahrt geht sich bei diesem Gebäude kein Keller aus.
Deshalb befindet sich die Sperr- und Lagereinheit für die Geister in der Garage. Die Garage hat ein schönes Rolltor und über dem Eingang hängt das Ghostbusters-Zeichen. Der 1959er Cadillac Miller Meteor ist ein legendäres Filmauto. Das Auto gab es in 2 Ausgaben, für Ghostbusters 1 und für Ghostbusters 2. Ursprünglich war das Auto ja schwarz lackiert, aber damit sind die Nachtaufnahmen für den Film nicht gut geworden. Das Modell ist sehr realistisch gebaut, der Kofferraum geht aber nach oben auf und nicht zur Seite wie im Film. Beim Set waren nur 2 Figuren dabei, im Innenraum sind 4 Halter für die Proton-Packs, hinten 2 Sitze und vorn 2 Sitze für alle 4 Geisterjäger. Das Ecto 1A kommt nur in der zweiten Hälfte von Ghostbusters 2 vor. Das Auto hat eine bunte Bedruckung, bei der Telefonnummer stimmt die Vorwahl GL5, aber die Telefonnummer ist nicht 2020, sondern 6832. Die 2 Blaulichtbalken haben bunte Blinklichter und links und rechts ist eine Kippschrift mit Werbung. Im Innenraum kann man auf 2 Halter Schleimsprühgeräte aufsetzen und auf den anderen 2 Proton-Packs. Im Kofferraum kann man die Geisterfalle und die restlichen Geräte verstauen. Mit aufgesetztem Dach geht es ab zum nächsten Einsatz. Das nächste legendäre Filmauto, das ich euch zeige, stammt aus der Trilogie Zurück in die Zukunft. 2020 und 2021 brachte Playmobil eine Reihe Sets zu dieser legendären Filmreihe heraus. Mit dem DeLorean DMC-12 von 1981, mit Dr. Emmett Brown, der das Plutonium in den Reaktor einsetzt. Marty gibt das Jahr 1955 in den Computer der Zeitmaschine ein und kann losstarten, mit Flügeltüren und Räder, die nach unten geklappt werden können für den Flugmodus. Marty McFly und Emmett Brown gab es auch in einer Sammelfigurenpackung. Das Rathaus von Hill Valley ist das Hauptthema im Adventskalender von 2020. Man kann verschiedene Szenen nachspielen mit Jennifer Parker, Doc Brown, Biff Tannen und wie Dr. Brown den Blitz am Rathaus einfängt. Dafür gibt es auch die schöne Kulisse vom Rathaus und von der Straße aus Karton. Es ist auch ein schönes Kippbild dabei, auf der die Familie McFly verschwindet. Zu Zurück in die Zukunft 3 gab es 2021 einen eigenen Adventskalender. Der Film spielt großteils im Wilden Westen. Kopernikus entdeckt den Grabstein von Emmett Brown, als sie 1955 die Zeitmaschine herausholen. Sie ersetzen den Computerchip mit einer Röhrenschaltung. Die Zeitmaschine bekommt Räder aus den 50er Jahren und sie landen 1985, wo sie Buford Tannen treffen. Mit dem Zug kommt die Dorflehrerin Clara Clayton an. Am DeLorean können auch Eisenbahnräder montiert werden, aber das Auto passt nicht auf die Playmobil LGB-Schienen, wie es auf den Bildern und Videos gezeigt wird. Bei Playmobil haben wir ja die Schmalspur mit 1 Meter Spurweite. Der DeLorean ist dafür viel zu breit. Man kann also die legendäre Szene mit der Westernlok nicht nachspielen. Im Oktober 2021 kam das A-Team mit dem legendären Van heraus. Es sind die 4 Figuren dabei und viel Zubehör. Wir sehen Hannibal, B.A., Face und Murdoch mit seiner Handpuppe. Die Figuren sind hier leider nur als Grafik abgebildet. Im Auto gibt es sehr viel Waffen für die Einsätze. Das nächste Filmauto ist
im Oktober 2021 der Aston Martin DB5 von James Bond mit Auric Goldfinger und seinen 2 Handlangern, mit ausziehbaren Stoßdämpfern, drehbaren Kennzeichen, Räderzerstörern, mit einer schussfesten Platte im Kofferraum, Schleudersitz und mit einem Raketenwerfer. Als 5. Filmauto kam 2022 KITT von Knight Rider heraus, mit den Figuren Michael Knight, Devon Miles und Bonnie Berstow, mit der Einrichtung aus dem Hauptquartier im Truck. Der Trans Am kann die Scheinwerfer aufklappen, KITTs Stimme wird mit Lichteffekten und Ton nachgestellt, allerdings an der falschen Stelle. Das Kennzeichen ist drehbar. Von den Filmautos kommen wir jetzt zu den Sammelautos. Das erste Modellauto stammt nicht von Playmobil. Es war der Herpa Playcar, der im November 2003 herausgekommen ist. Eine Nachbildung des BMW Z3 im Maßstab 1:18. Etwas zu groß für die Playmobil-Figuren, aber dafür passen sie gut hinein. Die Motorhaube kann man mit einem Knopf öffnen. Der Motor ist nachgebildet, aber nicht besonders realistisch, sondern sehr flach. Ich wäre mit dem Playmobil Sportwagenmodell von 1987 zufrieden, in der Neuauflage von 1992 mit den kippbaren Scheinwerfern, den Kofferraum zum Aufklappen. Ich finde nicht, dass es die Aufgabe von Playmobil ist, realistische Modelle von allen Automarken herzustellen. Ich wäre mit den Playmobil-Modellen zufrieden. Es muss nicht ein maßstabgetreues Sammelmodell sein. Porsche war die erste Lizenz, die Playmobil im August 2015 herausgebracht hat, mit dem Porsche 911 Carrera S, mit einer Tuning-Werkstatt. Man konnte Felgen und Spoiler nach Belieben austauschen. Es gab eine schöne Beleuchtung und das Dach konnte man abnehmen. 2018 kam dann da sehen wir nochmal den Porsche 2015. 2018 kam der Macan GTS mit Pferdeanhänger heraus. Im Juli 2019 der Mission E Porsche. 2017 der 911er GT3. 2011 der RS und im März 2024 als Offroad. Legendäre Sammelsets sind der VW Bulli und der Käfer. Sie kamen Mitte Januar 2021 in der Standardausführung und im September 2021 als limitierte Special Edition mit Chromteilen heraus, die ich mir hier gekauft habe. Man sieht hier die verchromten Stoßstangen, Radkappen, Gepäcksträger und Seitenspiegel. Man kann den Motor hinten öffnen und es ist Werkzeug für die Autopflege dabei. Der kultige T1 Campingbus ist voll ausgestattet mit Sitzbereich, Miniküche, Liegefläche und mit viel Stauraum. Das Dach kann man abnehmen, die Seitentüren kann man weit aufklappen, die Sitzbänke sind mit dem 70er Jahre Karo-Muster und sie können zu einer Liegefläche ausgeklappt werden. Die Seitentasche kann man ausklappen und bei der Sonderausgabe ist auch ein Surfbrett dabei. Das nächste kultige Sammlerauto ist der Mercedes 300S mit seinen Flügeltüren. Der ikonische Sportwagen aus den 50er Jahren enthält einen Rennfahrer und einen Mechaniker mit der alten Werkzeugkiste von 75. Stoßstangen, Kühlergrill und Radkappen in Chromoptik. Mitte Januar 2022 gab es noch den Mini Cooper mit dem britischen Bobby. Für Anfang Juni 2022 war eine Corvette angekündigt, die aber nie herausgekommen ist.
Es gab dafür im Februar 22 die legendäre Ente. Der kultige Citroën 2CV von 1948 mit Aufkleberbogen zum individuellen Gestalten. Neben den 2 Bauersleuten ist ein französischer Gendarm dabei, der an Louis de Funès erinnert. Mit einer französischen Nonne am Steuer kann man den Gendarm von Saint-Tropez nachspielen. Im April 2023 kam der realistisch gestaltete Ferrari SF90 Stradale heraus. Wieder mit toller Beleuchtung, Motorabdeckung kann man öffnen und es waren 2 Golfspielerfiguren dabei. Das Dach ist abzunehmen, aber die Türen konnte man nicht aufmachen. Im August 2023 gab es dann noch den Ferrari 308 GTS Quattro Valvole als Movie Car für die Fernsehserie Magnum. Heuer im August hat Playmobil eine Vespa-Werkstatt aus den 50er Jahren herausgebracht. Die Vespa gehört in Italien einfach zum Straßenbild dazu und wird heute noch liebevoll gepflegt. Playmobil hat sich die Mühe gemacht und ein besonders realistisches Modell herausgebracht. Die Vespa 150 Sprint Veloce von 1969 gibt es in Blau, Hellgrün und in Rot. Die Figur trägt ein Vespa-Hemd und einen Vespa-Helm. Bei Playmobil gab es bereits seit 1997 einen Motorroller. Er würde eigentlich vollkommen ausreichen, aber die Vespa schaut doch einfach viel toller aus. Es ist ein 2. Sitz dabei, nach dem Originalvorbild. Man kann den Fahrersitz für die Figur mit dem breiten Originalsitz austauschen. Hinten am Gepäcksträger ist das Reserverad dabei. Das ist bei der Vespa immer ein sehr gutes Extra. Es wurde aber meistens nicht am Gepäcksträger befestigt, sondern entweder vorn hinter dem Beinschild oder auf der linken Seite unter der Abdeckung. Auf der rechten Seite kann man die Abdeckung abnehmen und man sieht den Motor und den Anlasser. Die Vespa hat eine wirklich sehr detaillierte Bedruckung mit Marke, Schrift, Scheinwerfer und Hupe, auch am Helm das Vespa-Logo. Die Vespa passt wunderbar in eine italienische Szene vor eine Pizzeria. Hier haben wir noch den alten Motorroller. Die neue ikonische Vespa ist einfach eine wunderbare Dekoration. Es würde natürlich auch der Fiat 500 dazu passen. Ich habe hier ein normales Burago-Modell im Maßstab von 1:18. Die Playmobil-Figuren passen gut hinein, obwohl das Modell eigentlich etwas zu groß geraten ist. Der Vorteil der Metallmodelle ist die detaillierte Gestaltung von Motor und Kofferraum. Ich würde so etwas bei Playmobil nie verlangen. Hier nochmal die Vespa und im italienischen Straßenbild dürfen natürlich auch die Carabinieri nicht fehlen. Hier die Playmobil-Sonderausgabe von 2013 zum 200-jährigen Jubiläum der Carabinieri. Ich habe euch heute viele tolle Sachen gezeigt. Playmobil hat für jeden etwas dabei. Jetzt kommt bald die Blue Week mit den interessanten Rabatten. Kauft euch, was euch gefällt, kombiniert es, stellt es ins Regal und habt Spaß damit. In meinen letzten Videos werde ich noch einige Wünsche aus den Kommentaren erfüllen. Flugzeuge, Bautechniken, Dioramen und der Weltraum von 2015 stehen noch fix auf dem Plan. Dann geht es zum großen Finale. Wenn ihr noch Wünsche habt, schreibt es in irgendeinen Kommentar. Ich freue mich auf das nächste Mal. Auf Wiedersehen!